Einen wundervollen, entspannten Vormittag wünsche ich euch oder Nachmittag oder so. Und willkommen zu einem, einer Art Vlog, könnte man fast sagen. Und ja, ich weiß, dafür ist eigentlich mein Zweitkanal da, aber dieses Mal werde ich das Ganze auch auf den Hauptkanal hochladen. Denn, ja, es geht um eine Doku, die ich euch wirklich sehr ans Herzen legen kann. Und zwar die Cambridge Analyticas großer Hack-Doku. Der Titel ist furchtbar, aber es geht aber auch nicht um einen Hack oder sowas. Ich erkläre euch gleich, um was es geht. Zuerst einmal, das Video ist überhaupt nicht gesponsert oder sowas. Ihr könnt das ganze Ding bei Netflix angucken. Ich weiß nicht, ob ihr Netflix habt, das ist mir auch völlig egal. Aber ja, ich kann euch diese Doku tatsächlich empfehlen. Denn sie behandelt eines der Themen, die heutzutage wirklich, wirklich wichtig geworden sind. Und zwar unsere Beeinflussbarkeit. Unsere Beeinflussbarkeit als Gesellschaft tatsächlich. Denn Cambridge Analytica hat Kampagnen, Facebook-Werbekampagnen gefahren für Trump und für Brexit. Und ich meine, die Ergebnisse kennt ihr selber. Und ja, in dieser Doku wird auch wirklich aufgezeigt von Insidern, wie sie es geschafft haben, dass sie da auch tatsächlich genau die Menschen überzeugt haben, die noch eine veränderbare Meinung hatten. Und zwar durch Werbung. Und das ist ein bisschen beängstigend, vor allem wenn wir sehen, was das eigentlich für Auswirkungen hat auf unser Dasein. Also ich meine, dass Trump Präsident wurde, das beeinflusst sogar uns hier und die Amerikaner noch ein bisschen mehr, ne? Und Brexit beeinflusst uns ja auch und die Briten auch noch ein bisschen mehr. Das heißt, es sind wirklich einfach Dinge, die extrem wichtig sind und die mittlerweile einfach von dem größeren Geldbeutel kontrolliert werden, könnte man so sagen. Und das ist ziemlich beängstigend, wenn wir uns das mal so überlegen. Ihr kennt diese ganze Geschichte schon aus anderen Videos von mir. Ich habe eine komplette Playlist dazu, die nennt sich Anonymität im Internet. Und ja, dort zeige ich im Endeffekt auf, wie man sich schützen kann, dass alle Leute ihre Daten oder dass ihr im Endeffekt eure Daten preisgebt. Was das für Auswirkungen haben kann, wenn man seine Daten einfach so preisgibt, das sehen wir hier. Aber eine Sache hat diese Doku auch noch bei mir, entwickelt sozusagen einen Gedanken, dass wir eigentlich überhaupt keine Kontrolle mehr über unsere Daten haben. Denn ich merke es ja bei mir. Ich merke, dass einfach die Daten trotzdem da sind, auch wenn ich immer mal wieder im anonymen Fenster oder sowas bin oder mir ein VPN anschmeiße oder das Ganze übers Tor-Netzwerk mache. Dann ist halt genau dieser Bereich an Daten ist dann halt eine Lücke bei diesen ganzen Werbeunternehmen, aber es sind trotzdem noch genügend Daten da. Und das liegt einfach daran, dass wir so unfassbar viele Daten trotzdem hinterlassen. Ich meine, ich habe hier einen YouTube-Kanal, ja, da sind genug Daten drauf für jedes Unternehmen, das mir irgendwie Werbung schicken möchte. Das ist überhaupt kein Problem für die. Und ihr habt einen YouTube-Account, ich sage nicht, dass ihr ihn löschen sollt, aber da ist auch genügend da, dass ihr im Endeffekt gut mit Werbung bespaßt werden könnt. Und eine kleine, ich habe irgendwo eine Statistik gesehen, ich weiß gar nicht mehr wo. Früher, vor irgendwie 50 Jahren oder sowas, hat ein Mensch so circa 50 Stücker Werbung am Tag gesehen. Heutzutage sind es 5000. Das ist halt schon heftig. Und wenn man sich überlegt, dass dann eine Kampagne irgendwie wirklich die komplette Werbung quasi ist, das heißt, ihr seht halt 5000 Mal am Tag, Hillary Clinton ist scheiße, wählt Trump, dann habt ihr irgendwann genau dieselbe Meinung, wenn das wirklich clever gemacht ist. Und das ist genau das, was eben Cambridge Analytica gemacht hat. Die haben einfach der Zielgruppe, die auch wirklich veränderbare Meinungen hatte, einfach so viel Werbung von Latz geknallt, dass die gar nicht mehr anders konnten quasi. Also, ja, das ist das große Problem daran. Gut, jetzt haben wir hier zwei offensichtliche Tatsachen. Ich bin der Meinung, dass die Leute ihre Daten schon preisgegeben haben. Das heißt, sie können ihre Daten gar nicht mehr schützen. Sie kriegen sowieso die passende Werbung dafür. Und selbst wenn ihr einen Adblocker verwendet, ja, mittlerweile kommen die trotzdem durch mit ihrer Werbung. Ihr werdet das wahrscheinlich merken. Und selbst wenn ihr einen perfekten Adblocker verwendet, eure Daten sind trotzdem euer Eigentum sozusagen. Es ist auch einfach ein bisschen, nennen wir es, angsteinflößend, ja, wenn ihr zum Beispiel seht, was die trotzdem über euch wissen. Also, dass die quasi ein perfektes Profil von euch erstellen und trotzdem so viel über euch einfach wissen. Ich meine, manche Sachen sind einfach wirklich sehr persönlich, ja. Ich bin mir nicht sicher, dass ihr wollt, dass zum Beispiel, ohne Beispiel, dass einfach nur eure sehr privaten Dinge im Netz landen, okay? Das sind so die Fakten, die ich jetzt hier gerade habe. Das heißt, ich denke nicht, dass irgendjemand noch seine Daten schützen kann. Das ist einfach mittlerweile fast unmöglich geworden. Auf der zweiten Seite haben wir eben, was mit den Daten angestellt werden kann. Und ja, jetzt ist hier meine Überzeugung,
dass ich euch was zeigen möchte. Und zwar, wie man sich vor Manipulation schützt. Das heißt, ich möchte euch zeigen, wie man eben sich nicht mehr einfach nur blind auf diese ganzen Werbedinger vertraut, sondern anfängt, Sachen kritisch zu hinterfragen. Und in diesem Bereich will ich auch demnächst eine neue Playlist machen. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich teaser das jetzt hier nur gerade passend schon mal an. Wie gesagt, das ist ein Vlog. Ich habe mir jetzt hier kein Skript oder sowas dafür geschrieben, sondern das sind einfach wirklich meine Gedanken, die hier zutage kommen, könnte man sagen. Und ja, ihr kennt vielleicht mein Patreon-Profil. Dort habe ich auch angekündigt, dass ich eine Social Engineering Playlist machen möchte, wenn ein gewisses Spendenziel erreicht ist. Link ist natürlich in der Beschreibung. Und genau diese Social Engineering Playlist, die wird auch das covern. Das heißt, wie ihr euch vor Manipulation schützen könnt. Das ist so ziemlich das, was ich jetzt dann machen möchte. Allerdings, das ist nur so ein kleines, in ferner Zukunft werde ich einmal, Soon TM sozusagen. Was ich euch jetzt aktuell empfehlen kann, ist einfach diese Doku zu gucken und euch ein bisschen kritischer mit Werbung auseinanderzusetzen. Vielleicht auch wirklich sich mal bewusst hinzusetzen, Werbung anzugucken, also quasi den Adblocker, falls ihr einen habt, auszuschalten, diese Werbung wirklich gezielt anzugucken und zu überlegen, warum bekomme ich genau diese Werbung. Bei Facebook könnt ihr das übrigens sogar anklicken. Ihr könnt anklicken, warum bekomme ich diese Werbung. Ziemlich interessant das Ganze und ja, macht das mal. Lasst euch nicht beeinflussen, sondern analysiert eher, warum ihr diese Werbung bekommt. Ich glaube, das ist ein ganz spannender Hintergrund. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und ja, ich möchte mich am Ende nochmal bedanken bei 2 Abonnenten, die mir genau diese Doku empfohlen haben, die ich jetzt so gut finde. Ja, für mich war es nicht wirklich irgendwas Neues in dieser Doku drin, weil ich das meiste eigentlich schon wusste. Aber ich denke, sie leistet auf jeden Fall einen wichtigen Beitrag in diesem Bereich der Daten. Und ja, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Alles klar, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.